Hallo meine Besten und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir schreiten rasant voran, was die Galaxy-Produkte angeht. Wir haben nur noch 2 Produkte zu öffnen, bevor es dann zu den Review-Videos kommt. Und welche 2 Produkte das sind, das sehen wir jetzt. Zum einen die Galaxy Buds 2 Pro und zum anderen der Super Fast Wireless Charger Duo. Und den Anfang macht aber nicht dieses Produkt, sondern dieses Schmuckstück hier. Also, los geht's! Den Anfang machen die Galaxy Buds 2 Pro, wie gesagt. Das hier ist die kleine, aber niedliche Verpackung. Wir gehen mal auf die Rückseite, um zu sehen, was denn die Grundvoraussetzungen sind, damit diese Ohrhörer mit euren Geräten koppeln. Das ist Android 8 oder höher, sowie 1,5 GB RAM, mindestens Voraussetzung. Okay, jetzt haben wir hier noch 4 Neuerungen, das sind allerdings nicht alle Neuerungen. Und welche weiteren Neuerungen es noch gibt, erfahren wir gleich im Verlauf des Videos. Aber hier die 4 gucken wir uns jetzt erstmal an. Ultimativer Hi-Fi Sound mit 2-Wege-Lautsprechern, okay. Aktives Noise Cancelling, sehr schön. Ein komfortabler Halt oder eine komfortable Passform, sehr schön. Und 5 bis 18 Stunden Akkulaufzeit. Okay, wie gesagt, es gibt noch mehr Neuerungen. Allerdings tun wir jetzt erstmal diese schönen Ohrhörer hier auspacken. Ihr seht es, ich habe die weiße Version. Ich habe diese Ohrhörer hier vorbestellt und alle Vorbesteller haben nämlich diesen Wireless Charger hier kostenlos mitbekommen. Diese Ohrhörer kosten 229 €, kommen in 3 Farben. Einmal die weißen, so wie ich sie hier habe, einmal schwarz, Standard und dann zum anderen noch zum dritten die Farbe Bora Purple, also so eine Art Flieder. Das war jetzt nichts für mich, deswegen die weißen. Wir heben den Deckel an, denn die Siegel habe ich schon durchtrennt. Wunderschön. So, okay, ja, dieses Jahr sind diese einzelnen kleinen Verpackungen unterhalb des Deckels alle lose und fallen sofort runter. Ich glaube, das macht Samsung bewusst so. Da haben wir es und hier dürfte wirklich nichts Wildes sein. Nur wieder die Schnellstartanleitung mit den Garantiekarten, höchstwahrscheinlich. Ja. Genau, Quick Start Guide, Warranty Card in zweifacher Ausführung. Sind wir alles schon gewohnt, haben wir alles schon gesehen und da ist der Star der Show mitsamt Zubehör. Damit fangen wir an. Na, steckt ganz schön fest. Okay. So, es handelt sich hierbei auch nur um ein Kabel, wenn ich das richtig sehe. Ah nein, ich muss es zurücknehmen, weil innerhalb sind hier die Aufsätze. So, ein bisschen Gefummele, aber jetzt haben wir es, das sind die Aufsätze. So, 2 Paar. Dann haben wir natürlich das USB Typ C auf C Kabel, das ist schön. Vor einem Moment dachte ich wirklich, das wäre hier noch Micro-USB, dem ist aber nicht so. Schönes Kabel. Sollte jedes Produkt unterstützen und dann ist da nichts weiter drinnen und wir kommen sofort zu den Ohrhörern. Da sind sie. Einmal das Papier weg, das ist ja schön hier, Papier und keine Folie. Und jetzt haben wir das Case. Okay, direkt mal. Es fühlt sich gut an, samtartig, schön matt und es fühlt sich gut an. Definitiv, sehr schön. Okay, unterhalb des Deckels auf der Vorderseite haben wir eine LED. Auf der Rückseite den Eingang für USB Typ C. Auf der Unterseite ein paar Angaben. Ich muss mal probieren, ob das Ladecase hier kabellos geladen werden kann. Das muss ich noch mal in Erfahrung bringen. Teile ich euch gleich mit. So, und dann öffnen wir den Deckel. Zack. Eine grüne LED geht an. Mal sehen, ob das Galaxy Z Fold 4 gleich reagieren wird, um die Galaxy Buds 2 Pro zu koppeln. Aber eine schöne Aufmachung. Guckt euch das mal an. Geht hier hoch. Da steht's. Ihr seht es. Sound by AKG. Das ist nie verkehrt. Hört sich gut an. Jetzt nehmen wir den rechten einfach mal raus. Beziehungsweise wir gucken mal, wie stark die Magneten sind. Ja, halten gut, die Magnete sind stark. So, wie gesagt, den rechten entnehmen wir mal und da sehen wir es bereits.
hier 2 Pogo-Pins, die kommen hier drauf, um die Ohrhörer dann zu laden. So, machen wir mit dem rechten Ohrhörer weiter. Da haben wir nämlich einmal hier einen Lautsprecher, die 2 Pogo-Pins wie erwähnt, die Angabe, dass es sich um den rechten Ohrhörer handelt, sowie hier ein Infrarotsensor. Der wird höchstwahrscheinlich erkennen, ob dieser Ohrhörer dann im Ohr sitzt oder nicht. So, da haben wir den Ausgang für den Sound, für die Musik. Auf der Vorderseite dann ein weiteres Mikrofon. Und hier wahrscheinlich auch nochmal ein Mikrofon, was sich verbirgt, eventuell für das Active Noise Cancelling. Ja, so sieht's aus. Ich hole nochmal den anderen raus. Also recht klein. Ich muss sagen, sehr, sehr kompakt gebaut. Hat Samsung gut hinbekommen. Schaut mal. Und ich bin echt auf den Sound gespannt. So schaut das Ganze aus. Samsung bewirbt ja auch, dass die Galaxy Buds 2 Pro kompakter, kleiner geworden sein sollen und auch besser im Ohr sitzen sollen. Und damit kommen wir auch gleich zu den Neuerungen, zu den weiteren Neuerungen, die ich euch vorhin nicht erwähnt habe. Die da wären zum einen 360 Grad Audio für ein Surround Sound Erlebnis, intelligente aktive Geräuschunterdrückung, zudem ein automatischer Konversationsmodus mit guter Verständlichkeit. Das heißt, die Galaxy Buds 2 Pro erkennen, dass der Besitzer gerade mit jemandem redet und schaltet direkt in den transparenten Modus, so dass der Nutzer die Umgebungsgeräusche wahrnimmt und das, was die gegenüberliegende Person sagt. Sehr schön und sehr, sehr wichtig. Außerdem sind die Buds 2 Pro auch so clever, dass sie automatisch zwischen verbundenen Samsung-Geräten wechseln. Das ist jetzt ganz wichtig. Wirklich nur Samsung-Geräte. Das heißt, diese Buds wechseln zwischen einem Samsung Tablet, einem Samsung Smartphone, Samsung Uhr und auch einem Samsung Fernseher. Das war es dann auch schon mit den Neuerungen. Kommen wir dazu, diese Buds 2 Pro mit dem Galaxy Z Fold 4 zu koppeln. So, und dann starten wir das Ganze nochmal von Neuem, indem ich einfach den Deckel anhebe. Und jetzt müsste eigentlich was auf dem Z Fold 4 aufploppen. Ich hoffe es zumindest. Nein, also müssen wir nachhelfen. Ich gehe in die Bluetooth-Einstellungen und lasse mal suchen. Da sind sie doch. Da, Galaxy Buds 2 Pro. Jetzt muss ich das einfach mal manuell anstoßen. Die Kopplung. So, jetzt geht's auch. Jetzt gibt es eine Kopplungsanforderung. Wir klicken auf Koppeln. Das kann ich euch ja mal zeigen. So, wir klicken auf Koppeln. Na komm her. Treffen muss man schon. Und dann seht ihr, dass die Galaxy Buds 2 Pro, der Manager wird installiert. Wir kommen zur Überprüfung. Das hier ist wieder optional, genauso wie bei der Galaxy Watch 5. Also brauche ich das hier nicht anklicken. Klicke einfach nur auf Fortsetzen. Und ich bin startklar, das ging ja mega schnell. Wunderbar, oh, sehr schön. Okay. Also, wir haben schon mal bei der Einrichtung ein bisschen Zeit gespart und diese Zeit können wir nutzen, uns das Menü hier anzugucken. Was gibt es denn da alles? Hier haben wir eine Angabe, wie viel Prozent Akku das Case hat. Der linke und der rechte Bud 81 und das Case ist mit 32% geladen. Ist in Ordnung. Hier oben in dem Bereich sehen wir immer Tipps, nützliche Tipps und da ist es, die Geräuschkontrollen. Wenn wir jetzt die Ohrhörer in den Ohren haben und die aktive Geräuschunterdrückung ausgewählt haben und gehen einkaufen, sind an der Kasse oder treffen Freunde, Kollegen und sprechen mit ihnen, dann werden die Ohrhörer sofort in den Umgebungsgeräuschmodus oder in den Transparentmodus wechseln, vollautomatisch, ohne dass der Nutzer was tun muss. Das finde ich eine sehr gute Neuerung und das werde ich auch testen. Da haben wir hier den Konversationsmodus, den muss man dann natürlich einschalten. Und hier seht ihr es auch bereits, ein Tipp, Konversation wird beendet, wenn 10 Sekunden lang keine Stimme erkannt wird. Und wenn der Nutzer also nicht redet, zack, schaltet sich dieser Modus wieder aus. Wie vorhin erwähnt, haben wir auch hier die 360 Grad Audio. Das schalten wir natürlich auch ein. Ich weiß nicht, warum das ab Werk aus deaktiviert ist mir unerklärlich, weiß ich nicht. Aber gut. Dann haben wir hier Ohrhörereinstellungen. Zum einen, das gehört ja zum Standardprogramm, der Equalizer,
Anpassungstest der Ohrhörer. Das empfehle ich jedem. Wirklich, das ist sehr, sehr wichtig, denn diese Ohrhörer prüfen, ob die Ohrhörer gut in den Ohren sitzen. Es ist extrem wichtig, dass sie wirklich gut in den Ohren sitzen, dass sie den Ohrkanal versiegeln quasi, sodass der Bass schön rüberkommt und auch der Sound. Deswegen macht das bitte auf jeden Fall. Benachrichtigung vorlesen lassen, das ist selbsterklärend. Bixby-Sprachaktivierung, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er mit Bixby umgehen möchte bzw. interagieren möchte oder nicht. Das ist jedem selbst überlassen. Ich werde es nicht machen. Bei Anrufen Umgebungston verwenden. Und dann seht ihr es auch, da steht Druckentlastung durch Umgebungssound. Ist nicht verkehrt, muss ich mal probieren. Im Ohr Erkennung für Anrufe. Was ist das? Das sehe ich auch zum ersten Mal. Anrufe über die Ohrhörer wiedergeben, wenn sie sich in deinen Ohren befinden, andernfalls über den Telefonlautsprecher. Okay. Schön, ich finde es wirklich schön, dass es dann immer solche Erklärungen gibt, denn mir sagt sowas auf Anhieb auch nichts. Dann haben wir nahtlose Audioverbindung. Das wird es sein, dass die Ohrhörer dann quasi mit allen Samsung-Geräten, ganz wichtig, ja, hin und her oder zwischen den Samsung-Geräten hin und her schalten können. Dafür benötigt man auch das Samsung-Account, also man muss da angemeldet sein, ganz wichtig. Okay, Erinnerung an Nackendehnung, was ist das denn? Hier Leute, wenn du dich über dein Telefon oder deinen Schreibtisch beugst, tendiert dein Kopf dazu, sich nach vorne zu lehnen. Dies kann im Laufe der Zeit zu Problemen mit der Rücken- und Nackengesundheit führen. Dies kann im Laufe der Zeit zu Problemen mit der Rücken- und Nackengesundheit führen. Okay. Deine Ohrhörer können deine Kopfposition erkennen und dich benachrichtigen, wenn dein Kopf 10 Minuten lang gebeugt ist. Wow. Soll ich das mal testen? 10 Minuten lang nach vorne beugen? Oh, ich weiß es nicht. Ich lasse mich überraschen. Aber aktivieren tue ich es mal. Eventuell kommt ja da was bei raus. Ah, okay, jetzt meckert er. Die müssen erstmal in den Ohren sitzen. Gut. Labs. Das finde ich ja immer klasse. Samsung Labs. Zweimaliges Tippen auf den Ohrhörerrand. Was ist das? Ah, okay. Man kann über die Ohrhörer auch die Lautstärke steuern, indem man an den Rand tippt. Tippen Sie auf den Rand des linken Ohrhörers. Okay, auf den linken. Gut. Dann schauen wir mal, was der Spielmodus ist. Minimieren Sie die Audioverzögerung für einen lebendigen, synchronisierten Spielton. Oh, das ist sehr wichtig. Das aktivieren wir. Das da oben aktivieren wir natürlich auch. Ich hätte auch hier drauf klicken können, aber egal. Gut, dann kommen wir zu dem Punkt Zurücksetzen. Wenn die Ohrhörer dann irgendwann mal Probleme machen sollten, nicht richtig funktionieren oder aber man sie weitergeben will in der Familie oder verkaufen will. Da habt ihr den Punkt. Eingabehilfen dürfen wir nicht überspringen. Man kann hier die Eingabehilfen, also den linken, rechten Ton ausbalancieren. Ne? Soll der Ton überwiegend auf rechts oder auf links geschaltet werden. Wir haben hier Geräuschkontrollen mit einem Ohrhörer. Okay. Das bedeutet, normalerweise werden die Geräuschkontrollen automatisch ausgeschaltet, wenn du einen Ohrhörer trägst. Um Unbehagen zu vermeiden, schalte diese Option ein, damit sie bei nur einem Ohrhörer ausgeführt werden. Ja, krass. Und dann haben wir hier natürlich noch Anpassen des Tons. Eine automatische Anpassung und hier unten können wir es manuell vornehmen. Es geht um die Umgebungsgeräusche. Ja, links sowie rechts und Ton des Umgebungsgeräusches. Soll er sanft sein oder klar? Gut. Dann gehen wir weiter. Sollen wir mal gucken, ob es bereits ein Software-Update gibt? Schauen wir mal. Eventuell nur zur öffentlichen Marktstart. Ja, jetzt gibt es kein Software-Update für. Hätte mich auch gewundert. Info zu den Ohrhörern. Ja. Schauen wir mal, Akkuinformation, da habt ihr es. Wir haben eine Akkukapazität von 61 mAh, das ist ja süß. Und hier, das ist die Ladestation, also das Case, kommt mit 515 mAh daher. Damit wären wir hier durch. Ich würde sagen, ich mache mal eine kleine Hörprobe und bitte nehmt es oder seht es nicht als Review oder als gesamten Test, das ist wirklich nur jetzt ein kleiner Ausschnitt. Ich werde sie gleich mal testen und melde mich gleich wieder. Bis gleich. Da bin ich wieder. Ich habe mir jetzt 3 bis 4 Lieder reingehört in Deutschrap, in amerikanischen Rap, R&B
Und die Ohrhörer, der Sound, der ist okay. Der haut mich jetzt nicht von den Socken. Vor allem was den Bass angeht, der ist okay für diese kleine Bauform definitiv. Aber das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Ich glaube, das war uns aber auch allen klar, dass da jetzt keine Mega-Überraschung oder ein Weltwunder auf uns wartet. Ja. So, ich habe auch mit den verschiedenen Equalizern rumgespielt. Für mich der beste hier weich oder dynamisch. Da muss ich nochmal zwischen den beiden unterscheiden. Der Rest kommt für mich nicht in Frage. So viel dazu. Aber was mich richtig überrascht hat, und zwar positiv, ist diese Funktion 360 Grad Audio. Das funktioniert erstaunlich gut. Wenn ich meinen Kopf nach rechts drehe, dann höre ich den Sound über den linken Ohrhörer und umgekehrt. Also das ist mega gut, wirklich. Und die Geräuschkontrolle hier, das automatische Umschalten, sobald ich anfange zu reden, ihr seht es, der hat schon umgeschaltet. Ich bleibe jetzt mal kurz still oder schalte in die aktive Geräuschunterdrückung und fange an zu reden, dann werdet ihr sehen, was ich meine. So, jetzt fange ich an zu reden. Boom, zack. Wahnsinn. Das ging mega schnell. Da bin ich sehr, sehr positiv von angetan. Ja. Wie ist denn die Geräuschunterdrückung? Na, die ist jetzt natürlich nicht auf Kopfhörer-Level. Also wirklich die Overhead, Over-Here-Geräte. Ich habe jetzt einfach mal probehalber geschnipst und ich habe das gehört, also durchgehört. So gut ist die Geräuschunterdrückung da jetzt nicht. Erwartet da kein Wunder. Abgesehen davon, die Berührungssteuerung, die ist super gut. Ich habe jetzt das da eingeschaltet, und zwar berühren und halten. Da kann man es leiser und lauter stellen. Das heißt, ich brauche diese Funktion unter den Einstellungen Labs gar nicht. Wo war das? Hier. Und dann Labs. Und da haben wir es, zweimaliges Tippen auf den Ohrhörerrand, wo man es dann leiser oder lauter stellen kann. Brauche ich gar nicht. Das ist in den ganz normalen Berührungssteuerungen drin. Und das habe ich auch aktiviert. Und da bin ich erstmal zufrieden mit. Wie gesagt, das waren jetzt 3, 4 Lieder, mehr nicht. Der Sound ist in Ordnung und der wird ziemlich laut leider. Also das will ich euch auch nochmal zeigen. Der wird mega laut. Es wird jetzt gleich auch orange gefärbt. Da seht ihr es. Und wenn wir auf die 3 Punkte klicken und auf das Zahnrad, sehen wir es schon. Diese Statusanzeige ist orange komplett und man kann hingehen und die Medienlautstärke beschränken. Und das empfehle ich euch, denn das hier kann man auch noch mal ein bisschen variieren. Sagen wir mal, wir stellen es bis hierhin und dann ist auch Schluss, weil die Ohrhörer, die werden ziemlich laut und das kann dann dem Trommelfell schaden und das möchte man ja natürlich nicht. Das muss aber jeder für sich selbst entscheiden. Ich begrenze die Medienlautstärke immer und jetzt habe ich euch gezeigt, wie es geht und jetzt dürft ihr selber ran. Also bisher bin ich zufrieden, ich bin mit dem Design zufrieden, mit der Haptik zufrieden, mit der Passform. Ach ja klar, die sitzen gut bei mir. Allerdings habe ich echt vor, die Aufsätze zu probieren. Wo sind sie denn? Hier. Diese Aufsätze möchte ich alle mal durchprobieren und dann den Test machen. Eventuell kommen die Bässe dann noch besser rüber oder die Geräuschunterdrückung funktioniert noch besser. Das kann sein. Ich muss das erstmal durchtesten. Aber so im Ersteindruck sind die Ohrhörer wirklich in Ordnung. Dafür, dass man auch hier so eine schöne Vorbestelleraktion gehabt hat, sind sie dann doch nicht so teuer in der Anschaffung. Und wie gesagt, ich werde es beobachten. Das nächste Video ist dann wirklich das Auspackvideo zu dem Wireless Charger. Und nach einer kurzen, gewissen Zeit kommen dann natürlich auch die Reviews zu den ganzen Galaxy-Produkten, die wir in den letzten Tagen ausgepackt haben. Von daher würde ich sagen, macht es gut. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Bleibt gesund. Ciao. So, es ist doch nicht Schluss. Ein kleiner Nachtrag von mir, denn so sehen die Ohrhörer aus. Schaut mal her. Sie tragen wirklich nicht dick auf. Ja, so seht ihr es von der Front. Ein bisschen schräg von der Seite und komplett von der Seite. Also, Passform stimmt, Aussehen stimmt auch. Sie tragen wirklich nicht dick auf, ragen nicht weit aus den Ohren raus. Sieht wirklich dezent und gut aus. Und jetzt noch 2 kleine Punkte. Ich habe die Funktionen Konversationsmodus und 360 Grad sofort ausgeschaltet. Warum? Zum ersten, der Konversationsmodus. All diejenigen, die sich von der Musik mitreißen lassen, die mitsingen, die haben ein Problem, denn die Musik wird unterbrochen, beziehungsweise sie wird nicht angehalten, aber der Konversationsmodus schaltet von Active Noise Cancelling zu Umgebungsgeräuschen, also zum transparenten Modus um. Das unterbricht dann diese Musiksession. Da ist man dann einfach raus. Deswegen ausgeschaltet.
Die zweite Funktion, die ich ausgeschaltet habe, ist 360 Grad Audio. Also gerade das, was ich hochgelobt habe. Warum habe ich das gemacht? Ja, wenn ich 360 Grad Audio einschalte, funktioniert das. Also wenn ich meinen Kopf nach links oder rechts bewege, dann höre ich die Musik auch entsprechend aus der gegenüberliegenden Richtung. Allerdings leidet die Musikqualität darunter. Ich habe mich vorhin ja auch darüber beschwert, dass die Bässe nicht wirklich rüberkommen und die Musik halt wirklich nicht mich vom Hocker haut. Ja? Das lag daran. Ich habe 360 Grad Audio ausgeschaltet und auf einmal habe ich ein ganz anderes Musikerlebnis gehabt. Ja? Sehr schön, ich habe es ausgeschaltet, funktioniert zwar, aber ich habe es ausgeschaltet nochmal und jetzt kommen die Bässe sehr, sehr gut rüber. Die Musik klingt auch viel besser, muss ich sagen. Aber das müsst ihr für euch entscheiden, das muss jeder für sich entscheiden. Das war es jetzt wirklich von mir. Schönes Wochenende, macht's gut, bleibt gesund, ciao.